Hi Internet und willkommen zu einer neuen Episode von Geblockt. Heute nochmal mit einem sehr kurzen Bastelvideo und es ist nicht mal so ein richtiges Tutorial, sondern eher zwei kleine Tipps, die wir noch haben. Dabei geht es um zwei weitere Techniken, die man benutzen kann, um CobraCast vernünftig zu versiegeln oder zu beziehen in dem Fall. Denn jetzt geht es um Leder, Kunstleder, Felle und Stoffe und wir haben zwei Beispiele angefertigt, wie man sowas wahnsinnig gut, wahnsinnig schnell und vielleicht ungeahnt machen kann. Fangen wir mit der ersten Technik an und dabei geht es einfach darum, Kunstleder auf das CobraCast zu kleben. Das geht ganz leicht, schauen wir uns jetzt an. Wir haben ein Stück CobraCast Art vorher in eine abgerundete Form gebogen. Für Grundlagen zu CobraCast Art klickt hier und dann werden die Ränder, welche direkt auf dem Kunstleder liegen, dünn mit Pateks kompakt bestrichen und auf das Leder gelegt. Auf der Innenseite streichen wir immer nur die Seiten ein, welche wir auch umschlagen und festkleben wollen, da wir sie kurz halten müssen, bis sie angetrocknet sind. Dann schlagen wir das Leder um und drücken es fest. Jetzt halten wir die verklebten Seiten kurz, bis sie angetrocknet sind und verkleben dann das nächste Stück. Zwischendurch noch den Überstand wegschneiden, wenn etwas im Weg ist, damit man es sauber verlegen kann. Und dann ist dieser Tipp auch schon durch. Wie ihr seht, bleibt alles weiterhin schön flexibel und von außen sieht es wirklich sauber aus. Wie gesagt, das war jetzt keine große Nummer, da kommt wahrscheinlich auch jeder selbst drauf, dass man es einfach so umkleben kann. Allerdings wollten wir einfach dieses Gesamtpaket an Grundlagen und Versiegelungstechniken abhaken und da gehört das nun mal auch zu. Aber jetzt zu einer Technik, zu der vielleicht nicht so viele kommen und das wäre das Vernähen von CobraCast Art. Denn tatsächlich kann man es auch unter die Nähmaschine legen oder halt mit der Hand nähen. Und das geht viel leichter als erwartet, man muss nur ein paar Kleinigkeiten beachten. Und das zeigen wir euch jetzt auch noch, indem wir noch eine Armschiene machen. Also los! Hierbei nehmen wir einen Baumwollstoff und stecken ihn mit Stecknadeln fest. Das kennt man ja auch vom normalen Nähen. Es ist immer günstig, wenn ihr die Löcher vom CobraCast trefft, ansonsten gehen die Nadeln echt schwer durch. Beim Nähen ist es wichtig, dass ihr eine geringe Oberfadenspannung einstellt, weil sonst das Garn sehr schnell reißt. Genauso solltet ihr relativ langsam nähen, weil es ab und zu nicht vermeidbar ist, dass ihr auf eine massive Stelle im CobraCast trefft. Dann müsst ihr das Material ein Stück bewegen und könnt weiter nähen. Wie ihr seht, kann man die Armschiene jetzt noch immer sehr gut an den Arm anpassen und man könnte sie jetzt zum Beispiel mit einer Schnürung oder mit Schnallen wirklich befestigen. Das geht auch gut an das CobraCast anzubringen und ihr seht einfach, dass es eine wahnsinnig gute und leichte Möglichkeit ist. Ihr seht also, CobraCast kann man auch wie eine super harte Flieseline benutzen, allerdings bringt das natürlich auch ein paar Vorteile mit sich. Das ist nicht nur, okay, ich könnte auch Flieseline nehmen, sondern
Wir können zum Beispiel Rüstung schon vorformen und sie trotzdem noch unter die Nähmaschine legen, weil es bleibt ja flexibel. Allerdings, was auch super ist, falls ihr zum Beispiel eine Lederrüstung machen wollt und ihr wollt aber kein teures Kernleder oder Rüstleder kaufen, weil das ist wirklich teuer, dann könnt ihr zum Beispiel 2 Schichten Cobra Cast Art nehmen und das dann mit Leder ummanteln, also ganz normalem Kunstleder oder sogar echtem Leder. Und dann habt ihr auch was wie eine richtige Lederrüstung aussieht, weil es auch dick ist und so weiter. Und es hält natürlich auch was, ist dabei aber dann noch sehr leicht und natürlich sehr günstig im Verhältnis zu dem richtigen Leder. Und wie ihr euch jetzt wahrscheinlich gedacht habt, geht das Ganze natürlich auch mit Fell, was Cobra Cast sehr komfortabel macht. Denn wie ihr wisst, hat das dieses offene Gewebe und das macht es sehr atmungsaktiv. Das heißt, wenn ihr Fell über das Cobra Cast spannt und zum Beispiel ein Furry-Kostüm macht, dann werdet ihr darunter nicht so sehr eingehen wie auf herkömmliche Bauweisen, weil es lässt natürlich sehr viel Luft durch und gerade wenn es wärmer ist, dann heißt das, ihr sterbt nicht und das ist gut. Dadurch ist das auch eine meiner Lieblingsanwendungen für Cobra Cast Art, zum Beispiel für diese Lederrüstung oder für diese Fellkostüme, weil es dafür echt viele Möglichkeiten gibt, das Ganze viel angenehmer für den Träger zu machen. Und ja, damit sind wir am Ende. Wir haben jetzt sehr viel gelernt über die Versiegelung und Verarbeitung von Cobra Cast Art, aber das ist jetzt auch das letzte von diesen kleineren Videos und ihr könnt jetzt wieder auf größere, längere Videos, vor allem im Bastelbereich, gespannt sein. Und da wird bald einiges kommen. Nächste Woche kommen ja erst die Hanami-Videos, das wird, glaube ich, sehr gut. Und danach geht es weiter mit gebastelt und dann kommt auch ein neuer Contest. Den habe ich hier jetzt etwas ausfallen lassen, weil ich war ja wie gesagt selbst einen Monat nicht aktiv. Deswegen fiel er halt aus. Der kommt dann aber auch und ihr werdet jetzt geblockt. Macht's gut!